Der Porsche Spyder ist der Seriensportwagen, der in der Nachkriegszeit Motorsportgeschichte geschrieben hat. Erfolgreich auf vielen Rennstrecken in aller Welt. Hallo liebe Zuschauer, es gibt Tage im Leben, die sind wie Weihnachten und heute ist so ein Tag, denn wir haben eine echte Legende in unserer Sendung, den Porsche 550 Spyder. Was ranken sich nicht alles für Geschichten und Mythen um dieses Auto, allen voran natürlich die von James Dean, der den Porsche über alles liebte, denn er war genauso wie er jung, wild und ungestüm. Und mit diesem Auto erfuhr James Dean die Grenzen jenseits von schnell und sein schneller Tod machten ihn und den Porsche zu einer Legende. Die Initiative zu diesem Auto kommt aber von dem Frankfurter VW-Händler Walter Glöckler. Glöckler baut sich einen Zweisitzer aus Aluminium mit einem Porsche-Motor vor der Hinterachse und wird mit diesem Auto 1952 deutscher Straßenmeister. Und dass ein Privatmann Porsche zeigt, wie man Rennen gewinnt, kann den Zuffenhausern natürlich nicht gefallen, also wird der Spyder geboren. 1953 sind die ersten beiden Autos schon fertig und die gehen in Le Mans an den Start und Richard von Frankenberg und Walter Glöckler gewinnen gleich auf Anhieb in ihren Klassen. Der Porsche heißt 550, denn neben dem Spyder gibt es noch ein Coupé und das wiegt genau 550 Kilo. Herzstück des Autos ist der Königswellenmotor, den Ernst Fuhrmann entwickelt. Aus 1,5 Liter Hubraum holt der Motor stramme 110 PS und dreht dabei ganz locker bis über 7000 Umdrehungen. Allerdings ist dieser Motor sehr kompliziert einzustellen, deswegen nennt ihn Fuhrmann dann auch später seine Jugendsünde. Und genau das schwierige Einstellen des Motors wird dann auch James Dean zum Verhängnis. Dieses Auto macht süchtig. Porsche hat den Spyder knallhart eigentlich nur für die Rennstrecke gebaut. Wie Twiggy ist an diesem Auto kein Gramm zu viel dran. Fangen wir mal mit dem Motor an. Das ist ein Vierzylinder-Boxermotor. Der beschleunigt dieses kleine Auto in nur 7,5 Sekunden von 0 auf 100 und das bei nur 110 PS. Den Motor muss man erst einmal ein bisschen warm laufen lassen, aber man muss immer kräftig Gas geben. Unterhalb von 3000 Umdrehungen spratzt er und spuckt er und gibt man da nicht ordentlich Stoff, dann stirbt er irgendwann ab. Das ist ein echter Rennmotor. Hier fängt der Spaß bei 3.500, 4.000 Touren an und geht hoch bis 7.000, Und ist der Boxermotor erst einmal warm gefahren, dann kann man den Spyder so richtig fliegen lassen. Und fliegen lassen heißt hier Fahrgenuss pur. Das Auto liegt bretthart auf der Straße. Dafür macht aber das Fahrwerk auch in den Kurven keinerlei Verrenkung. Es ist unglaublich, wie schnell und leicht man mit diesem Auto um die Kurven pfeifen kann. Dieses Auto ist einfach gierig nach jeder Art von Kurven. Und je schneller man fährt, desto tiefer kommt man mit diesem Auto in einen Fahrrausch hinein. Der Porsche 550 Spyder kostet 1955 18.500 Mark, genauso viel wie ein luxuriöses Mercedes 300 SL Cabrio. Trotzdem wollen viele Reiche und Prominente, wie zum Beispiel Herbert von Karajan oder eben James Dean, lieber den Porsche haben, denn das ist eben eine echte Fahrmaschine für echte Männer. Porsche ist beim Bau dieses Auto keine Kompromisse eingegangen. Die Karosserie ist geformt wie eine riesige Tragfläche. Der Unterboden ist voll verkleidet und so erreicht das Auto einen CW-Wert von 0,31 und das war damals, Anfang der 50er Jahre, ein sensationeller Wert. Probleme gab es nur mit dem abgerundeten Bug, denn der sorgt für viel Auftrieb, natürlich ganz besonders bei hohen Geschwindigkeiten. Dann kann man das Auto kaum noch steuern und dieser Effekt verstärkt sich noch gegen Rennende, wenn der Tank leer ist. Der sitzt nämlich hier vorne, hat 68 Liter Inhalt und bringt so ziemlich viel Gewicht auf die Vorderachse, ebenso lange er noch voll ist. Betankt wird das Auto übrigens durch diesen Schnellverschluss. Es gibt ja Leute, die behaupten, James Dean wäre nicht eine so große Legende geworden, wäre er in einem ganz normalen Ford und nicht in einem Porsche 550 gestorben. 1955 tauscht James Dean seinen Porsche 356 Speedster gegen $3.000 Aufpreis gegen einen Spyder ein. Und mit dem Spyder jagt er dann durch die Berge von Hollywood und mal quetscht sich Ursula Andress und mal quetscht sich
Natalie Wood zu ihm auf dem Beifahrersitz. Aber James Dean fährt auch Rennen sehr erfolgreich sogar und am 30. September 1955 will er bei einem Rennen in Salinas im Norden Kaliforniens starten. Sein Spider soll dorthin eigentlich auf einem Anhänger transportiert werden, aber im letzten Moment entscheidet sich James Dean, den neu eingestellten Motor zu testen. Zusammen mit seinem Mechaniker Rolf Wüterich macht er sich auf den Weg. Und der 30. September 1955 war ein wunderschöner Herbsttag, so wie heute. Die Sonne schien, die Straße sah ungefähr so aus wie diese hier und James Dean kam mächtig in einen Fahrrausch hinein. Mit über 180 bretterte er über den Highway 466. An der Kreuzung zum Highway 41 kam ihm auf der Gegenseite ein Ford Coupé entgegen, das links abbiegen wollte. James Dean ging aber nicht vom Gas. Er sagte nur noch zu seinem Beifahrer, der Kerl muss uns doch sehen, der Kerl muss doch bremsen. Aber der Kerl sah ihn nicht. Es gab nicht mal eine Bremsspur, weder vom Ford noch von James Dean. Zehntausende Fans zahlen später Eintrittsgeld, um sich einmal in den zertrümmerten Schalensitz von James Dean reinzwängen zu können. Das Auto wird anschließend in Einzelteilen verhökert und zählt man alle Teile zusammen, die offiziell von dem Dean Porsche verkauft worden sind, dann könnte man daraus 17 neue Spider bauen. (1954) bei der Carrera Panamericana wirbelt der Porsche Spider ordentlich Staub auf. Hans Herrmann wird mit nur 1,5 Liter Hubraum Dritter im Gesamtklassement hinter zwei Ferraris. Dann kommt noch ein Spider und dann kommen erst die restlichen Ferraris. Aber auch in Europa gewinnt der Spider alles, was man gewinnen kann. Besonders auf so kurvenreichen Strecken wie den Nürburgring und der Targa Florio ärgert er seine größeren Konkurrenten, weil er eben so unglaublich wendig ist und weil er so ein niedriges Gewicht hat. Zählt man nur die großen internationalen Rennen zusammen, dann schafft der Porsche Spider über 40 Siege im Gesamtklassement und das alles mit nur 110 PS auf Strecken wie zum Beispiel auch Sebring, Daytona oder Watkins Glen. In den 50er Jahren ist der Spider das begehrteste Rennauto überhaupt. Jeder will mit dem Porsche fahren. Die gesamte deutsche Rennelite mit Graf Berge von Trips, Hans Herrmann, Richard von Frankenberg, aber auch Weltklassefahrer wie Sterling Moss, Umberto Maioli und Jean Behra eilen mit dem Spider von Sieg zu Sieg. Also wenn ich diese Bilder und dieses Auto hier so sehe, dann würde ich auch gern mal eine Zeitreise als Rennfahrer in die 50er Jahre machen, denn für mich ist der Spider eines der aufregendsten Autos, das ich je gefahren bin. Wenn man genau hinsieht, kann man erkennen, dass der Spider das optische Vorbild für den Porsche Boxster ist. Allerdings ist es schwer, sich vorzustellen, dass James Dean heute einen Boxster fahren würde. Wenn er noch leben würde, dann würde er sich wahrscheinlich für den Carrera GT entscheiden. Kurz vor seinem Tod hat James Dean übrigens noch einen Werbespot gedreht, in dem er die amerikanische Jugend dazu aufforderte, besonnen und vorsichtig im Straßenverkehr zu fahren. Sein letzter Satz in diesem Spot war: Fahrt vorsichtig, denn vielleicht bin ich es, dem ihr eines Tages das Leben rettet.